Hallo, ich grüße dich. Ich heiße Andreas Stein und ich bin App-Entwickler für Persönlichkeitsentwicklung. Unter anderem habe ich die Apps 90 Days und Rightantic entwickelt. Und heute möchte ich dir gerne das Update 3.6 zu meiner App 90 Days vorstellen. Im Mittelpunkt des Updates steht ganz klar die Mengenerfassung bzw. die Anwendung von mengenbasierten Habits. Bisher war es nur möglich, binäre Habits zu verwalten. Das bedeutet, man konnte entweder seine Habits zu einem Tag erledigen oder unerledigt lassen. Und ab sofort besteht halt die Möglichkeit, entsprechende Mengen zu den Habits zu erfassen. Und wie das Ganze funktioniert, möchte ich dir jetzt gerne hier in diesem Video zeigen. Viel Spaß mit diesem Video. Let's go! Zu Beginn möchte ich gerne zeigen, wo die Mengenerfassung aktiviert werden kann. Also im Prinzip ist es ja derselbe Screen zum Anlegen oder Ändern eines Habits. Also ihr könnt entweder, sobald ihr einen neuen Habit anlegen wollt, beziehungsweise eine Gewohnheit, besteht ab sofort die Möglichkeit, die Mengenerfassung zu aktivieren. Hier auf dem englischen Screen heißt es Track Quantity. Das heißt, ihr aktiviert einfach die Mengenerfassung. Dann müsst ihr noch eine Baseline eingeben. Also die Baseline ist im Prinzip eine Art Mindestwert. Und ich habe mir halt Folgendes überlegt, innerhalb eines Baseline-Modells, dass eine Baseline eine Mindestmenge repräsentiert, die in der Regel auch nicht unterschritten werden sollte. Es geht einfach darum, auch an nicht motivierten Tagen weiterhin dran zu bleiben, seine Gewohnheiten auszuführen. Und deswegen habe ich mir überlegt, eine Mindestmenge macht da auf jeden Fall Sinn, dass diese nicht unterschritten werden sollte. Das könnt ihr natürlich euch selbst überlegen, wie groß diese sein soll. Ich nehme in der Regel 10 als Mindestmenge, weil ich ganz genau weiß, zum Beispiel bei Liegestütze, auch an schlechten Tagen bzw. nicht motivierten Tagen, habe ich trotzdem noch weiterhin genug Power, um 10 Liegestütze durchzuführen. Dafür ist es gedacht und es dient auch als Referenzmodell. Das heißt, ihr habt dann auch später die Möglichkeit, die Werte zu visualisieren und eure tatsächlich erfassten Mengen in Referenz zur Baseline anzeigen zu lassen. So, ich habe jetzt aber schon ein Beispiel vorbereitet. Also im Prinzip Anliegenscreen oder Änderungsscreen ist derselbe. Mit ein paar kleinen Unterschieden. Aber exemplarisch können wir uns jetzt gerne mal Kniebeugen anschauen, beziehungsweise auf Englisch Squats. Wir swipen dazu einfach auf rechts, gehen auf Ändern und sind hier im Änderungsscreen. Ihr seht, also Anlegen-Screen oder Änderungsscreen ist im Prinzip derselbe. Es sind vielleicht ein paar kleine Änderungen, aber im Prinzip ist es derselbe Screen. Und auch hier wieder besteht die Möglichkeit, per Track Quantity bzw. Mengenerfassung diese zu aktivieren. Und ja, ich würde jetzt einfach mal hier 10 als Baseline-Wert auswählen. Anschließend habe ich die Möglichkeit, eine Mengeneinheit bzw. auf Englisch Unit auszuwählen. Also ich habe jetzt mal für den Start, habe ich mich für einige Mengeneinheiten entschieden, aber das muss auch nicht in Stein gemeißelt sein. Wenn ihr der Meinung seid, Moment mal, da fehlen ein paar Mengeneinheiten, die für mich auch noch nützlich sein könnten, teilt es mir bitte mit und dann schaue ich es mir gerne mal an. So, also es gibt hier momentan Count bzw. deutsche Anzahl, Minuten, Seiten, Meter, Kilometer, Schritte oder Liter. Pages, Seiten macht Sinn, vielleicht wenn man die Seitenanzahl einfach loggen möchte, die man täglich liest. Bei Steps ist es interessant für Schrittzähler, die Schritte zu erfassen und dann anschließend in einer kalendarischen Ansicht die erfassten Schritte auf einen Blick auch anzeigen zu lassen. Liter macht Sinn, wenn man zum Beispiel sein Wassertrinken einfach täglich loggen möchte. Also ich würde jetzt einfach mal hier für Kniebeugen Count auswählen, beziehungsweise Anzahl. Das bedeutet, wie viele Kniebeugen habe ich durchgeführt und speichere das einfach mal ab. Und das war es im Prinzip schon. Also die Mengenerfassung ist jetzt aktiviert. Ihr könnt das auch nochmal nachprüfen, indem dann direkt unter dem Habit-Namen ein weiterer Badge erscheint. Jetzt in dem Fall ist es ein Plus-Minus-Badge. Außerdem wird die Baseline-Menge angezeigt. Also das heißt, sage ich mal, die Mindestmenge, die zu erwarten ist, die auch an einem entsprechenden Tag geloggt werden sollte.
sowie eure tatsächliche Menge. Jetzt in dem Fall, Moment, nicht Push-Ups, sondern Squats natürlich. Bin ich gerade in der Zeile verrutscht. Squats, also Kniebeugen, aber ja, ist im Prinzip noch derselbe Wert. Also hier wird dann angezeigt, wie viel Kniebeugen ihr tatsächlich durchgeführt habt. So, und als nächstes schauen wir uns an, wie Mengen erfasst werden. So, ich möchte euch jetzt als nächstes zeigen, wie ihr in der Habit-Übersicht Mengen erfassen könnt. Klickt dazu einfach auf die neue Mengenzeile und anschließend wird dann die Mengenerfassung einfach in einem weiteren Sheet eingeblendet. Und ihr habt mehrere Möglichkeiten, die Mengen zu erfassen. Also ihr könnt zum Beispiel einfach sagen, hey, ich möchte die Baseline haben. Ich habe jetzt 10 Kniebeugen gemacht, gib mir einfach die Baseline. Dann klickt ihr einfach hier auf den Baseline-Button und habt 10, wischt einfach nach unten und die Erfassung ist bereits abgeschlossen. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, Moment, ich setze es mal wieder auf 0. Und deaktiviere wieder den Stempel, also auch noch zur Information, sobald ihr hier die Baseline erreicht habt, wird der Stempel automatisch gelockt. Umgekehrt könnt ihr aber auch Folgendes tun. Sobald ihr einfach den Stempel setzt und für den Tag euren Log anlegt, dann wird automatisch der Baseline-Wert mitgeloggt. Also das heißt, die Mindestmenge wird übertragen in die tatsächlich durchgeführte Menge und wird hier angezeigt. Das ist jetzt die zweite Möglichkeit. Dritte Möglichkeit, ihr könnt jederzeit hier in das Feld einfach eure Menge eintragen. Ihr habt jetzt zum Beispiel 20 Kniebeugen gemacht, tragt hier einfach 20 ein, dann wird einfach 20 angezeigt. Plus, minus könnt ihr einfach noch weitere hinzufügen. Und das war im Prinzip dann schon die Erfassung direkt innerhalb der Habit-Übersicht. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, wenn ihr jetzt, sag ich mal, hier den Stempel wieder rausnimmt, die Mengen zu löschen. Also die Mengen bleiben erhalten, die werden nicht gelöscht. Umgekehrt genauso, wenn ihr jetzt die Baseline unterschreiten solltet, also ihr habt jetzt hier nur 9 erfasst, verschwindet auch nicht der Log für diesen Tag. Das war von mir eine bewusste Entscheidung, das ist auch richtig soweit. Ihr wisst Bescheid. Einmal geloggt, der Stempel bleibt, die Mengen, die erfasst wurden, die bleiben auch, da wird nichts mehr rausgelöscht. Also nur wenn ihr wieder manuell die Mengen ändert oder den Stempel rausnimmt, ändert sich auch der Zustand zu eurem Habit. So, ich nehme jetzt die Menge hier wieder raus, setze sie wieder auf 0, weil ich möchte euch jetzt noch eine alternative Erfassung zeigen. Also ich habe jetzt hier wieder alles initialisiert und auf 0 gesetzt. Wir gehen jetzt in die Habit-Detailansicht bzw. in die kalendarische Ansicht. Klickt dazu einfach hier auf den Zaun. Und das hier ist die altbekannte konventionelle kalendarische Ansicht. Das ist die Jahresansicht. Und ihr seht ja hier auf der Jahresansicht, an welchen Tagen ihr die Tätigkeit durchgeführt habt. Die Mengenerfassung haben wir erst gerade eben aktiviert. Das heißt, für die vergangenen Tage gibt es natürlich noch keine Mengen. Kleines Easter Egg, kleiner Funfact an dieser Seite, wenn ihr hier auf diesen Stempel klickt, dann habt ihr hier einfach eine Musteranzeige, also die Kalendertage verschwinden dann aus der Ansicht und es kann manchmal ganz nützlich sein, hier entsprechende Muster selbst zu analysieren, um zu verstehen, warum ihr vielleicht an gewissen Tagen eure Serie unterbrochen habt. So, jetzt möchten wir aber die Mengenansicht anzeigen lassen. Dazu habe ich hier eine neue Zeile implementiert, Quantity View bzw. Mengenansicht. Und dann klickt ihr einfach auf den Button 1, 2, 3 und dann wird hier entsprechend die Mengenansicht angezeigt. Bisher haben wir noch nichts erfasst. Das heißt, wir können hier auch einfach in der Mengenansicht wieder auf einen Stempel klicken oder auf einen Tag, so muss man sagen. Wir können hier wieder auf einen Tag klicken und können dann die entsprechenden Mengen erfassen. Ich nehme jetzt einfach mal hier die Baseline-Menge, habe hier einfach mal 10 eingetragen und man sieht dann hier im Baseline-Modell, heute haben wir zum ersten Mal geloggt, haben hier die Baseline-Menge, also hier die rot gestrichelte Linie repräsentiert die Baseline, das ist unser Mindestwert und die grüne Linie repräsentiert unsere tatsächlich geloggten Mengen. Mit der Premium-Version könnt ihr ja 14 Tage rückwirkend loggen, also auch nachdem ihr jetzt für eure bestehenden Habits die Mengenerfassung aktiviert habt, könnt ihr noch 14 Tage theoretisch rückwirkend die Mengen erfassen.
Und ansonsten Freemiums sind immer 3 Tage rückwirkend. Also wir können jetzt einfach mal Folgendes tun. Und zwar für den Donnerstag tragen wir jetzt einfach mal hier 15 ein. Das heißt, hier waren wir knapp über der Baseline. Und dann sieht es halt wie folgt aus und könnt ihr halt hier die Mengen eintragen. Jetzt mal angenommen, so könnte das ungefähr aussehen, wenn wir jetzt schon länger die Baseline aktiviert gehabt hätten. Und von der Logik her ist genau dasselbe. Also ihr seht jetzt hier ist noch kein Stempel aktiviert. Wir nehmen hier die Baseline und der Stempel wird automatisch gesetzt. Und anhand dem Baseline-Modell könnt ihr dann einfach, sage ich mal, auf einen Blick sehen, ja, wie halt euer Fortschritt genau aussieht zu dieser Gewohnheit. Und seht es halt auf einen Blick. Das geht natürlich nicht nur für Kniebeugen oder für sportliche Aktivitäten, sondern natürlich auch für sämtliche Entspannungsgewohnheiten oder irgendwelche geistigen Aktivitäten. Aber mittlerweile logge ich so alles mit meinem Habit Tracker. Also ich habe auch Statistiken, auch KPIs, die ich mir dann darüber auf einen Blick anzeigen lasse, weil ich es dann doch ganz praktisch finde, das alles hier auf einen Blick in meinem Modell sehen zu können. Ja, und das war im Prinzip dann schon hier die Möglichkeit, die Mengen zu erfassen und sich anzeigen zu lassen. Jetzt natürlich zum Start macht es wahrscheinlich weniger Sinn, hier in die Jahresansicht zu wechseln, aber ich habe die Möglichkeit zu switchen zwischen einer Monatsansicht, 3-Monatsansicht bzw. Quartalsansicht, Halbjahresansicht und Jahresansicht. Das heißt, wenn ihr mal einige Zeit eure Mengen erfasst habt, dann seht ihr hier auf einen Blick auch rückwirkend den Verlauf eurer tatsächlich erfassten Menge in Bezug zur Referenzmenge der Baseline. Baseline-Werte könnt ihr natürlich auch dynamisch ändern, wird auch mitgeloggt, miterfasst. Das heißt, diese werden historisch gespeichert. Wenn jetzt hier in der Vergangenheit der Baseline-Wert mal noch bei 5 gewesen wäre, dann würdet ihr das hier im Verlauf auch sehen. Allerdings ist meine Empfehlung, die Baseline nicht so oft zu ändern, eher, sage ich mal, das als Konstante zu betrachten und als Referenzwert. Aber ihr könnt es selbst entscheiden, also ihr könnt es jederzeit ändern und entsprechend anpassen. Ja, das war es im Prinzip schon bezüglich Mengenerfassung und Mengenansicht. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und freue mich natürlich, wenn dir mengenbasierte Habits dabei helfen, in Zukunft deine Gewohnheiten positiv weiterzuentwickeln. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, dich auch in Zukunft wieder auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Andreas Stein. Bis dahin, over and out.